Heute bei den Lately News hat in Potsdam die Polizei einem Kokain-Kurierdienst das Handwerk gelegt. Dabei lieferten die 7 Drahtzieher hinter diesem Kokain Prime alleine in den letzten Wochen über 1200 Mal das Kokain kundenfreundlich bis vor die Haustür. Den Angeklagten drohen nun Haftstrafen über mehrere Jahre. Allerdings hat die DHL und auch Amazon bereits Interesse gezeigt, die 7 juristisch zu unterstützen, weil beide gerne den Trick erfahren würden, wie man es schaffen kann, in Berlin-Brandenburg so zuverlässig liefern zu können. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus einem der meistgefragtesten Tinder-Profilen der Welt. Komischerweise nur gefragt beim BKA, der NSA, dem CIA, KFC, dem KGB und Angela Merkel morgens vor der Arbeit. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Wiederholung von The Opposition auf Comedy Central auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Belgrad, wo dieser Zug der Deutschen Bahn gerade gemerkt hat, dass London gar nicht in Richtung Belgrad liegt. Naja, wird schon keinem Reisenden auffallen, wenn er sie dann kurz hinter Belgrad in Teheran einfach rauswirft. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Returnal, das es wiederum nur exklusiv auf der PlayStation 5 gibt und damit von ungefähr 5 Menschen weltweit überhaupt nur gespielt werden kann. Dabei ist Returnal ein Science-Fiction-Shooter aus der Third-Person-Perspektive, dessen größte Stärke es ist, ein Science-Fiction-Shooter aus der Third-Person-Perspektive zu sein. Und das Ganze noch gewürzt mit einer Zeitschleife und vielen Spielertoden. Na, mal schauen, ob Returnal an seinen geistigen Vorgänger und täglich grüßt das Murmeltier das Game herankommt. Da bin ich schon mal gespannt, wie ein Flitzebogen, was wiederum auch der englische Titel von und täglich grüßt das Murmeltier ist. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Als ich noch in Spandau zur Grundschule ging, da stand jeden Tag ein Streifenpolizist bei der Kreuzung zu meiner Schule und hat ganz genau darauf aufgepasst, dass wir uns bei der Kreuzung an die Regeln halten und auch ordentlich über die Straße gehen. Nicht zu vergessen war der bei Wind und Wetter immer da und wäre er nicht vor Jahren in Rente gegangen, er würde noch heute da stehen. Nur würde er sich heute vermutlich eher um einen seiner Berliner Kollegen kümmern, weil dieser Berlin während des Lockdowns für zu langweilig gefunden hat und sich einfach Einsätze in anderen Bundesländern hat einfallen lassen, um dann auf Staatskosten dorthin zu fahren und dort letztendlich Urlaub zu machen. Aufgefallen war am Ende nur, weil er sich einen Einsatz in Disney World in Paris ausgedacht hatte, wo sich angeblich Goofy und Mickey in die Haare gekommen sind. Was natürlich nur erlogen sein konnte, denn Mickey hat seit dem Unfall in Fantasia gar keine Haare mehr auf dem Kopf, sondern trägt selber nur einen Mickey-Maus-Hut. Währenddessen in Bremen. Wenn ich verreise, dann packe ich immer viel zu viele Sachen in meinem Koffer. Denn auch wenn man zum Beispiel in die Karibik reist, kann es passieren, dass man doch einen Schneemantel braucht, falls es einmal in die Kühlkammer eines Schiffes verschlägt, um dort den Angriff somalischer Piraten auf das Kreuzfahrtschiff zu überstehen. Dafür lohnt es sich auch immer, 1 oder 2 Tom Hanks im Gepäck mit eingepackt zu haben, denn dann verschwinden die umso schneller. Und auch die eine oder andere Flasche Chantre, um sich die anwesenden Schönheitsprinzessinnen nicht etwa noch schöner zu trinken, sondern alleine wegen der hohen Elektrolyte im Chantre. Dass man aber auch einfach nur Drogen in einen Koffer packt, hat ein Mann in einem Bahnhof in Bremen gemacht, der jedoch diesen Koffer dann nicht mit in den Zug nahm, sondern einfach draußen stehen ließ. Was wiederum das Bombenkommando anrücken ließ und die fanden im Koffer 2 prall gefüllte Plastiktüten mit Marihuana. Wobei ich dazu sagen muss, dass man die Durchsagen der Deutschen Bahn auch nur nach 8 bis 9 Joints versteht. Derweil in Moskau. In den letzten 37 Jahren
in denen ich schon diese erstklassige Nachrichtensendung moderiere, 36 davon ohne eine Hose zu tragen, und es ist mir auch vollkommen egal, was die Personalabteilung dazu sagt, habe ich natürlich unzählige Preise bekommen. Ob den goldenen Maklerpokal für die meisten Hausverkäufe in Ostspandau oder den silbernen Bären der Berlinale für die meisten verkauften Sets in Südspandau. Und nicht zu vergessen, mein Ehren-Oscar, den ich von der Hollywood Academy bekommen habe für die meisten verkauften Kulissen in Nordspandau. Aber teilweise habe ich auch Auszeichnungen bekommen wegen meiner journalistischen Arbeit. Ob den bester Anchorman des Jahres vom Bussibär Magazin oder den goldenen Druckerpapierkarton für die meisten Schimpfworte in einem Kommentar unter einem Artikel in der Zeit. Nur leider blieb mir bisher ein Preis immer verwehrt, nämlich der russische Preis des besten Lehrers, der erneut in Russland vergeben wurde. Keine Sorge, dieses Jahr ohne größere Spuren vom Polonium, das war schon mal anders. Achso, der Preis des besten Lehrers sieht übrigens so aus und basiert auf einer Zeichnung aus Wladimir Putins Teenager-Tagebuch. Hoffen wir das mal. Und noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche mit dem neuen Returnal für alle aktuellen Konsolen wie dem Sega Game 1000. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Returnal nur vollgestopft ist mit Fake-Tonen. Bei Returnal ist man mal wieder in einer Zeitschleife gefangen und muss versuchen, diese zu durchbrechen. Wobei man ehrlich sein muss, aber bei einer Zeitschleife, in der es weder eine AfD oder einen ungewaschenen veganen Koch gibt, stellt sich einem die Frage, warum man genau diese Zeitschleife überhaupt durchbrechen sollte. Und so stellt sich mir nach über 500 Stunden, die ich alleine damit verbracht habe, Returnal richtig zu buchstabieren, nur die Frage am Ende, warum fällt niemandem mal etwas Neues ein, als immer wieder Spiele mit einer Zeitschleife? Außer natürlich, wir befinden uns in einer Zeitschleife, wo jedes zweite Spiel ein Spiel mit einer Zeitschleife sein muss. Oder wir sind alle im unendlichen Feuer der Hölle gelandet und Spiele mit einer Zeitschleife sind gerade en vogue bei Satan, um damit Menschen effizienter zu quälen. Wird zumindest auch die Existenz von Marvel's Avengers erklären. Trotzdem sei nur verwarnt, Returnal, 7 von 10 dunkelgelbe Lately Fake Bugs an dich und dein 500 GB großes Day One Update steht ab sofort in meiner Download-Warteschlange, wie jeden Tag. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.